Versicherungen sind jetzt nicht so, ist jetzt kein sexy Produkt oder so, ne? Ja. Kann man nicht anfassen, kann man nicht schmecken, ist halt nicht so geil. Ist ein Stück Papier mit einem Versprechen drauf, ist ein bisschen schwierig. Also unterschätzt das gerne, weil klar, als Selbstständiger, wenn du, weiß ich nicht, 3, 4, 5 geile Monate hast, denkst du so, puh, alles easy. So, und danach, wenn du dann nicht dran bleibst, dann ist danach direkt so, dann geht's direkt wieder runter, ne? Und das ist so ein Ding, das unterschätzen halt viele. Ich kenne viele Leute, die beschäftigen sich damit, wie das neue Auto aussehen soll. Wochen, Monate, Jahre lang und kaufen sich dann das Auto, was sie immer haben wollten, weil sie es gefahren sind, weil sie es 3-mal gefahren sind, 4-mal gefahren sind, weil sie sich im Internet alles Mögliche angeguckt haben, Videos und weiß ich nicht. Und bei Versicherung so, ach, geh mir weg, Hauptsache unterschrieben weg. Ich will es nicht mehr haben. Einmal abgeschlossen und das ist so. Läuft, hau ab. Grüß dich erstmal. Schön, dass du dir Zeit genommen hast jetzt für das heutige Interview hier. Stell dich sehr gerne einmal den Zuschauern vor, wer du bist und vielleicht mal so kurz anteasern, über was wir dann heute quatschen werden. Gerne. Also mein Name ist Thomas Nickel vom Versicherungshafen, wie man hier vorne auch sieht. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet, habe eine kleine Tochter und bin selbstständiger Versicherungsmakler. Und ja, wir reden über den Alltag und die Probleme und Lösungen, die ein Versicherungsmakler bieten kann. Genau. Also ihr kennt es mittlerweile so zum Einstieg, deswegen wieder der typische Satz. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, aber ist ja wirklich spannend, die ganze Thematik dahinter. Ja, typische Einstiegsfrage, seit wann bist du selbstständig? Wie bist du dazu gekommen? Und vielleicht mal so gerne auf deinen Lebensweg mitnehmen. Was hast du davor gemacht? Wie kam es eigentlich dazu? Ich habe nicht viel anderes gemacht. Ich habe 2010 mein Abitur gemacht. Ganz klassisch langweilig. Und bin nach meinem Abi direkt in die Ausbildung gegangen, habe für einen großen Düsseldorfer Versicherungskonzern meine Ausbildung gemacht, 3 Jahre lang. Nennt sich dann Kaufmann für Versicherung und Finanzen, Schwerpunkt Versicherung. Ach, da gibt's auch. Wir sind ja, also das heißt ja nicht mehr Versicherungskaufmann. Man musste neue Begriffe machen, das wäre sonst langweilig. Ja. Und so wie bei mir in der Pflege, ne? Ja, ist ja auch immer alles. Ja, klar, Pflegefachmann vorher. Muss umbenannt werden. Sonst ist. Genau, nein. Das versteht man da nicht mehr. Es macht auch so schön durchsichtig. Ne? Wir sind so ganz transparent bei uns in der Branche. Nein, also habe meine Ausbildung gemacht 3 Jahre lang, habe in der Ausbildung ganz normal als Angestellter im Innendienst für eine Vertragsverwaltung quasi, hätte ich eigentlich arbeiten sollen, habe ich nach 1,5 Jahren gemerkt, wenn ich das mache, laufe ich irgendwann mit der Kreissäge lachend durch den Gang. Also mache ich das besser nicht. Ja, bin dann, jetzt lass mich nicht lügen, ja, im 2. Lehrjahr in den Außendienst gegangen, ganz klassisch. Und habe dann gemerkt, dass das ist, was ich machen will. Habe dann auch für diesen Konzern bis Ende 2021 auch noch gearbeitet. Habe mich aber im Laufe 2021 dafür entschieden, dass ich was anderes mache. Das ist nochmal für mich aufstellen möchte anders, für meine Kunden anders aufstellen möchte, weil ich denen halt auch einen Mehrwert bieten möchte. Und so habe ich dann 2022 den Versicherungshafen gegründet und bin seitdem jetzt freier Versicherungsmakler. Genau, dann können wir nämlich direkt überleiten zu der passenden Frage, wie kam es denn auf den Namen Versicherungshafen? Ja, ich will das. Also ich fand's cool so, ich bin gestern auf der Website gewesen, so, weil ja, man mündet oder man kommt ja an den Hafen an, also man, weißt du, so wie nach einer Bootstour oder so, man kommt ja irgendwo an, man soll sich angekommen fühlen. Auch, ja, also das ist, also also Versicherungen sind jetzt nicht so, ist jetzt kein sexy Produkt oder so, ne? Ja. Kann man nicht anfassen, kann man nicht schmecken, ist halt nicht so geil. Ist ein Stück Papier mit einem Versprechen drauf, ist ein bisschen schwierig. Also es ist wirklich ein bisschen aus dem Traum entstanden. Also ich habe lange da überlegt, was mache ich. Also ich habe damals halt gekündigt, war ein Dreivierteljahr freigestellt und konnte theoretisch machen, was ich wollte, war bezahlt. Oder wurde bezahlt. Und ja, habe dann wirklich lange überlegt, mache ich das noch? Bleibe ich in der Branche auch? Weil auch da ja, der ein oder andere Zweifel dann doch noch da war. Und nein, also wir haben, ich habe es, wie gesagt, war ein Traum und bin eigentlich darauf gekommen, weil ich halt in meiner Beratung eigentlich auch immer viele Bilder benutze. Also viel bildlich spreche, damit man manche Sachen einfach mal versteht, weil wenn ich halt über
Versicherungsbedingungen spreche, glaube ich, sagst du nach 3 Minuten Ciao, Kakao, Ja, ist durch. hatten wir ja schon ein Vorgespräch. Ja. Ich meine, klar, ich habe ja mit jedem Gast auch mal ein Vorgespräch so und habe ich auch gesagt, ja, weiß ich will es mir da irgendeinen Sparplan, ETF oder so im Detail vorstellen. Einige würden sich vielleicht wirklich nerdig dafür interessieren, aber ich denke mir so, weil dafür habe ich ja die Experten. Kommt immer auf den Kunden an? Ne, so, aber in meinem Fall so, nee, ja, ich werde dann so, nach 3 Minuten hör mir auf. Ja, und das, Ja. und das ist halt das Thema, dass man halt, sag mal, das so ein bisschen blumig macht. Ne? Und da ist halt das Thema, ich habe halt davon geträumt, also wirklich lange überlegt, was könntest du für einen Namen nennen und habe es dann mal geträumt, bin morgens aufgewacht und gesagt, so Versicherungshafen. Versicherungshafen ist der Name, die meine Firma heißen muss. Und dann war es halt so, warum Versicherungshafen? Weil ich halt mit meinen Kunden, da werde ich auch nicht müde, dass ich das erzähle, ich baue mit meinen Kunden ein Versicherungsschiff. So, und da ist halt, ne, das fängt beim Bug an, dass man halt überhaupt, oder beim Rumpf, dass man halt fahren kann. Ne, dann, also wir bauen wirklich, du kommst zu mir und sagst, hey, ich will starten, ich habe gar keinen Plan von Versicherung, dann sagen wir, okay, wir bauen das Schiff so, wie du es haben willst, so wie du es auch brauchst, bauen wir halt ein Schiff. Dafür brauchen wir halt erstmal ein grundsolides Fundament. Das ist meistens der Bug und da ist dann halt das Thema, wenn ich das in Versicherungsjargon nehme, ist das die Haftpflichtversicherung. Und dann gucken wir halt, dass wir ein Segel kriegen, dass wir halt Schmuck kriegen, eine Figur vorne dran, vielleicht ein Motor, vielleicht ein Segel. Ja, die Goldtruhe, genau. Also ne, die Schatzkammer füllen. Ne? Nein, also wirklich das so machen, wie man das haben will. Und ich als Versicherungshafen dann auch dein wiederkehrender Anlaufpunkt bin. Das heißt, wir bauen dein Schiff, du kannst losfahren. Wenn du Fragen hast, kommst du wieder zurück in den sicheren Hafen, kannst mit mir drüber sprechen. Und danach kannst du wieder wegsegeln. Also du bist halt nicht an mich gebunden, sondern du bist dann halt frei auch in deiner Entscheidung. Nur, dass wir halt zusammen da so ein bisschen das Fundament, sage ich jetzt mal, gießen. Und das ist da wirklich so also der Hintergrund. Mit der Erklärung ist das gekauft, wa? Also finde ich echt gut. Das ist mal ein Warum mit Aufbau, Bug und Dings. Ich hätte jetzt echt irgendwie, also wie ich jetzt gedacht hätte, also wenn man wegen Sicherheit, Hafen kommen und so. Genau, wenn man auf die Webseite geht, dann ist es ja auch nochmal so ein bisschen beschrieben mit den 4 Punkten, wie ich so eine Beratung aufbaue. Da ist das ja auch in dem Jargon so ein bisschen gemacht. Ja, es ist halt, ich habe halt immer so beraten. Also ich habe halt wirklich die Kunden auch immer so mitgenommen, habe das halt auch immer genommen, dass wir zusammen die Regel setzen, wir sitzen in einem Boot und das ist halt auch so. Ne? Und dann habe ich gedacht, so gut, dann kann ich doch die Firma direkt so nennen. Ja. Und habe es halt nicht klassisch Thomas Nickel Versicherungsmakler genannt oder Consulting-Agenturen. Stimmt, viele würden so ihren Namen dann... Ja, oder Consulting-Agenturen. Also mein Name ist mir, sorry, jetzt habe ich das Mikrofon, aber das ist mir nicht wichtig. Also natürlich ist es mein Kind, mein Baby, meine Firma. Irgendwann verbinden ja automatisch den Versicherungshafen mit deinem Namen. Immer, also immer. Das werden die auch immer machen. Ja. Also es werden auch alle Kunden, glaube ich, am Anfang machen, die jetzt mit mir zusätzlich arbeiten. Aber die langfristige Vision ist ja, dass die Firma ohne mich halt auch funktioniert. Und dann ist halt der Firmenname mit dem Hintergrund, der dahinter jetzt steht, wichtig. Und dann passt das auch. Ja, perfekt. Kommen wir so zu der nächsten Frage, Thema Voraussetzungen. Ja, weil es gibt ja auch dann vielleicht den einen oder anderen, der sagt ja auch Finanzberater oder die Branche an sich würde einen interessieren oder jetzt auch Versicherungsmakler in dem Bereich zu gehen. Ja, wo sagst du, welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Sollte man mitbringen, aber vor allem jetzt auch so Voraussetzungen, Thema überhaupt eine Selbstständigkeit aufrecht vor allem erhalten zu können. Ja, Anfang ist einfach. Ja, Anfang ist einfach. Genau, da hatten wir auch mal kurz vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Ich kann jetzt auch morgen eigentlich irgendwo hingehen und sagen, ich bin jetzt Finanzberater oder Versicherungsmakler oder so, aber da gibt es ja dann Versicherungsmakler schon nicht. Finanzberater geht nicht? ja. Finanzberater geht. Finanzberater darfst du dich nennen. Ja. Du kannst dich auch Coach nennen. Also ja, das sowieso, weil ich kenne das ja aus meinem Bereich hier speziell wegen Fitness zum Beispiel. Das ist auch nicht geschützt, dann sagst du, ich bin morgen Fitnesstrainer, vor allem Personal Trainer noch besser. Direkt High-End bin ich morgen. Ja, aber genau, dann erzähl mal, welche Voraussetzungen? Also es gibt halt ganz klassische, also das Thema ist, wenn du, also du brauchst halt einen Nachweis deiner Ausbildung. So, das heißt, entweder hast du halt so wie ich klassisch eine Ausbildung gemacht, IHK, 3 Jahre, bist Kaufmann für Versicherung und Finanzen, Schwerpunkt Versicherung. Ja, wenn du Schwerpunkt Finanzen bist du theoretisch Bankkaufmann. Also das ist relativ stumpf, das hat man ja alles irgendwie so ein bisschen geändert. Aber das ist ein Punkt, das kannst du machen. Du kannst das Thema mit einem Studiengang machen. Also du kannst auch Versicherung studieren, dann hast du einen Bachelor. Dann darfst du das theoretisch auch. Das reicht auch als Fachkunde oder Sachkunde. Und dann gibt es halt noch die dritte Möglichkeit, das ist quasi der Quereinsteiger. Der macht dann eine Ausbildung auch bei der IHK, auch mit mündlich-schriftlicher Prüfung. Dann ist man Versicherungsfachmann. So, das ist nichts Schlechtes, aber es ist halt in Anführungszeichen eine Kurzausbildung.
So, und das ist so das erste Thema, das muss man fachlich können. Oder sollte man fachlich können. Ja. Wobei das halt auch alles Theorie und langweilig ist. Das funktioniert nicht. Hat nichts mit der Realität zu tun. So wie bei den meisten Ausbildungen oder so, ne? Also sagen wir mal so, ich bin ja auch noch geprüfter Finanzanlagevermittler. Das heißt, ich darf auch Depots eröffnen für meine Kunden. Das darf der Banker zum Beispiel per se, weil er Schwerpunkt Finanzen hatte in seiner Berufsbezeichnung. Okay. Darf er das so, darf auch Bankkunden machen, das darf ich auch nicht. Dafür müsste ich wieder noch was machen, aber ich darf halt, dadurch, dass ich die Zusatzqualifikation gemacht habe, mündlich-schriftliche Prüfung auch nochmal obendrauf, weil er Langeweile hatte anscheinend, dann ist es so, dann darfst du halt Depots machen. Und da ist es halt so, du darfst keine Beratung machen im Gespräch mit der IHK, sondern nur eine Vermittlung. Also anders, nee, du musst beraten, darfst aber es eigentlich nicht. Das ist vollkommen Banane, weil du musst es schon so ein bisschen, also natürlich berät man schon irgendwo den Kunden, aber man darf halt keine Empfehlung in dem Sinne aussprechen. Das ist so ein bisschen, so Fingerspitzengefühl, das ist so typisch deutsch. Wir haben so Richtlinien, die bestimmte Sachen einschränken. Nein. Also man muss halt die fachliche Sache haben und das andere, was man halt haben muss, man braucht eine saubere Schufa, man muss ein ordentliches Führungszeugnis haben. Also alles so Sachen, dass man halt überhaupt ein Gewerbe anmelden darf. So, dann muss man zusätzlich noch, sonst wäre es ja langweilig, noch eine Versicherung haben. Also man braucht eine Versicherung, bevor man selber Versicherung vermitteln darf. Weil wir ähnlich wie ein Rechtsanwalt, Notar, können wir ja Beratungsfehler machen, brauchen wir halt eine Absicherung für diese, deswegen brauchen wir eine Vermögensschadenhaftpflicht, die ist auf Pflicht und ohne die können wir das Gewerbe nicht anmelden. Der macht ja auch Sinn dann, ne? Ja, es gibt Bereiche, wo es nicht so ist. Also Medienagenturen brauchen es nicht, obwohl die ja auch beratend tätig sind. Schwierig. Ja, ich meine, ja, für einen selbst macht halt auch Sinn, oder? Ja, voll. Also, natürlich. Das ist aber bei uns ist es eine Pflichtversicherung, bei so einer Medienagentur nicht. Also kann auch sein, dass die eine oder andere Medienagentur das dann auch nicht macht, nach dem Motto, sparen wir die 10 Euro oder 20 Euro. Oder ja, es ist schon ein bisschen mehr. Also so eine Vermögensschadenhaftpflicht ist schon ein bisschen weil ich teurer. denke mir gerade so voll die falsche Herangehensweise, weil wenn ich ja dann mich selbstständig mache, jetzt zum Beispiel auch in dem Bereich, dann mache ich Du haftest ja dafür auch. Sinn. Ja. Klar, also als Medienagentur, wenn du Einzelunternehmer bist, haftest du ja voll dafür. So, und dann hast du halt das Thema, da sind auch schon Medienagenturen, die halt einen Fehler gemacht haben. Falsche Zahl eingetippt, falsches Budget, falsches Zeitraum kalkuliert, so Timeline nicht gepasst, so Thema durch. Die machen danach zu und dann sind Privatinsolvenz, Finger hoch. Ciao Mexiko, ne? Also das ist so ein bisschen das Thema schwierig, also wirklich schwierig. Aber das ist bei uns eine Pflichtversicherung, ist auch gut so. Bin da auch ein großer Freund von, dass manche Sachen halt auch verpflichtend sind und die brauchst du halt. Also die musst du halt haben, die muss auch eine bestimmte Versicherung, also eine bestimmte Summenhöhe haben. Und das sind so die Voraussetzungen. Und so Thema Selbstständigkeit, also generell, um das jetzt auch aufrechterhalten zu können, sagst du, da braucht man vielleicht noch so ein paar, also so wie Disziplin oder sowas, sollte man vielleicht schon mitbringen? Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, das war eine Steilvorlage. Nein, es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Also es gibt immer eine schöne Seite und eine dunkle Seite. Und das ist bei der Selbstständigkeit genauso. Also du hast natürlich den Vorteil, dass du die Zeit frei einteilen kannst. Du musst nicht 40 Stunden arbeiten. Du arbeitest relativ sicher, aber mehr. Zumindest am Anfang. Also nein, du hast halt wirklich, du musst diszipliniert sein, du musst dir einen Plan stellen, du musst dich selbst motivieren können. Wenn du das nicht kannst, ist das nicht das, was du machen solltest. Dann sollte man das im Angestelltenverhältnis machen, dann kriegt man ja die Leitplanken. Ich nenne das immer so schön. Yeah. So Angestellter sein ist halt Arbeit mit Leitplanken. Da kriegst du nämlich vorgeschrieben so ein bisschen, wo du dich drin bewegen darfst. Mal mehr, mal weniger. Und dann ist das halt auch in Ordnung. Was du als Selbstständiger haben musst, allgemein unabhängig jetzt von Versicherung oder Finanzwesen, ist halt wirklich das Ding, du musst zumindest in groben Zügen verstehen, wie wirtschaftlich dein Unternehmen funktioniert. Sei das ein Einzelunternehmen, sei das eine GmbH, wie es jetzt bei mir ist. Das ist halt wirklich eine Sache, da muss man schon so ein bisschen, es muss halt ein bisschen, ne? Es fallen Steuern an, es fallen halt Lohnnebenkosten an, wenn man Angestellte hat. Miete muss bezahlt werden, es gibt eine GEZ, die noch zusätzlich auf einen zukommt, wenn man gewerblich ist, zusätzlich. Ja, nein, aber ne, also das ist ja... Grüße gehen raus. Das sind ja so Sachen, also du hast ja wirklich schon so,
ein breites Spektrum. Also es geht ja nicht darum, dass du gut in deinem Job bist oder das, was du machen möchtest, sondern du musst halt auch so ein bisschen das Buchhalterische ein bisschen können. Wenn du das nicht kannst, musst du einen haben, der das für dich macht. Ähnlich wie bei den Finanzen, deswegen bin ich ja da. Oder gibt es mich oder mein Berufsbild. Aber wenn du das nicht kannst oder hast, dann musst du einen haben, der das für dich macht, dem du da auch 100% vertrauen kannst, weil du kannst damit auch damit. So die ersten 3 Jahre sind meistens die schwierigsten, weil dann die Steuer auch meistens erst kommt. Also meistens machst du im ersten Jahr keine Steuer, sondern erst im zweiten. So, und dann kriegst du ja immer so schön, hey, du darfst Steuern zahlen. Und dann ist das auch so viel auf einmal. Und dann darfst du auch noch als Vorauszahlung das nochmal zahlen. Und dann sagen die, oh fuck, ich bin pleite. So, und dann hast du halt wirklich das Thema, dass viele Selbstständige so in den ersten 3 Jahren gegebenenfalls in Schwanken kommen, weil sie es halt einfach nie auf dem Schirm hatten. Also ich fand abschließend, würde ich nochmal sagen, eine Sache, die wichtig, die du gesagt hast, dieses beim Angestellten-Dasein habt ihr halt, man hat halt eine Leitplanke links und rechts, also eine Struktur. Ja. So, weil das sagen ja letztendlich auch alle Selbstständigen, die hier schon saßen. Der Nachteil ist, kann man jetzt so sehen, wie man will, aber man muss halt lernen, sein eigener Angestellter zu sein, sich halt selbst natürlich eine Struktur zu geben. Und die Leute, die es dann trotzdem meinen, ja geil, dann kann ich hinter bis 12 Uhr pennen und um 2 Uhr die ersten Termine machen, kann funktionieren, aber... Ne? Wenn das deine Struktur ist, ja. Du hast so ganz ehrlich, also das klingt jetzt, also ich will da keine Werbung für machen, ne? Also das ist jetzt nicht das Thema, aber es gibt wirklich Dienstleistungen, Gruppen, Bereiche, wo das extrem gut funktionieren kann, aber dann hast du halt trotzdem alle Nachteile auch, ne? Weil wenn er um 12 Uhr das anfängt, es sei denn, man hat da irgendwie vielleicht Glück, die Branche ist halt, weiß ich nicht, da am explodiert. Aber normalerweise, wenn du halt um 12 Uhr anfängst, dann hast du es halt hinten raus deutlich länger. So ist halt die Frage, wie du es halt auch haben willst. Ne? Also es gibt immer dieses Work-Life-Balance. Ja, klar, im Prinzip stimmt das schon. Du kannst deinen Strukturtag ja auch später irgendwo anfangen. Aber das hat einfach nur als Message rüberkommen. So, man muss halt irgendwo sich selber dann auch halt Thema Selbstdisziplin, Selbsttriezen, selbst machen, weil sonst kommt kommt halt kein Cash rein. Ne? Dann ist das halt so. Ja, nein, also man muss sich da schon so ein bisschen selbst geißeln. Ne? Also das ist wirklich so ein Thema, die Struktur muss man halt vorher eingießen. So. Das ist halt so das Thema, ich glaube, nach fast 13 Jahren oder nach 13 Jahren in der Branche, nach fast 10 Jahren Selbstständigkeit, da weiß man schon so ein bisschen, was man macht. Wobei ich dazu sagen muss, es ist nochmal was ganz anderes, wenn man für einen Konzern arbeitet, wo man halt für ausführend quasi tätig ist und vermittelnd tätig ist. Weil da kriegst du auch Leitplanken. Die sind zwar dann nicht so, die sind dann so, die sind dann noch ein Stückchen weiter weg, aber trotzdem hast du Leitplanken und Richtlinien und Vorgaben. Ist es noch was ganz anderes, das mit der eigenen Firma zu machen, weil gibt kein Corporate Design, das darfst du alles selber machen, es gibt keine Webseite, es gibt keinen Baukasten, es gibt halt nichts, ne? Also du darfst halt alles selber machen. Ja. Das ist Fluch und Segen zugleich, also vollkommen. Also ich mag das total. In manchen Sachen, also ich mache ja auch viel Content, teilweise breche ich da so ein bisschen, weil bin jetzt nicht der Kreativste. Aber das muss halt auch gemacht werden. Ich zum Beispiel mag ja jetzt nicht nur wegen YouTube-Kanal, aber so kreativ arbeiten finde ich voll genial. Weil zum Beispiel ich durfte das dann auch lernen, ne? Wie baut man zum Beispiel auch eine eigene Website auf oder dass man zumindest weiß, wo sind die Anlaufstellen dafür, zum Beispiel Fiverr als Plattform. Werbung für euch, Grüße hinaus. So. Aber also für viele kennen jetzt zum Beispiel Fiverr, aber ich habe auch noch schon viele kennengelernt, was ist das denn? Ja, klar, wenn man ja nichts damit zu tun hat, dann oder du gibst das ja ab. Also du gibst ja viele Sachen gibst dort ab. Du gibst so eine Sache, du kannst Instagram oder Facebook oder wo auch immer du deine Werbung schaltest, kannst du komplett an eine Social Media Agentur abgeben. Sicher. Kostet halt echt Schweinegeld, ist auch ein super Aufwand. Also wenn das ist immer so eine Frage im Kosten-Nutzen-Faktor für einen persönlich, wie so vieles, ist es halt da ein Thema, hast du Bock drauf, das zu machen oder nicht? So, ich sage für mich, ich will es zumindest so weit machen, deswegen mache ich es selber, weil ich selber noch bestimmen möchte, was für Sachen ich drauf habe, weil es meine Seite ist, weil es noch mein Baby ist. Vielleicht ändert sich das, wenn der Laden wächst, dann sieht das anders aus. Vielleicht gebe ich es ab, vielleicht macht es ein anderer, vielleicht hat der nochmal einen anderen Schwerpunkt. Nee, aber gut, dass du halt auch nochmal ansprichst, weil das ist ja auch dann früher oder später zumindest ein Faktor, den man sich überlegen muss als Selbstständiger, welche Dinge kann ich am besten outsourcen, natürlich ideal auch kostengünstig oder so, aber hatte ich auch schon hier auch offen kommuniziert, hatte kein Problem mit, sondern das ist einer so der ersten Schritte, sage ich mal, wenn man sowas dann auch letztendlich monetarisieren will, dass man, ich habe ja auch für meinen Instagram-Kanal einen Account-Manager, der dann für mich zum Beispiel eben halt meine vorgegebenen Nachrichten, die ich einmal so haben will, also das soll da rein und sagt denen, welche Zielgruppen soll angeschrieben werden und dann haut der da die Nachrichten raus.
weil ich kann keine Zeit finden, mir 30 einzelne Menschen jeden Tag einzeln rauszusuchen. Also sprich 1000 Menschen. Chatbot. Ja, Chatbot, genau. Ja, aber ne, so, und dann hat man das da und na klar, zahlt ein bisschen was dafür. Aber letztendlich kommen dann halt die Gäste so hier rein. Ja, also das ist ja also automatisch, quasi. Das muss man abwägen, ne? Das ist ein Zeitthema. Du musst es halt für dich, das ist auch ein Thema, das muss man halt lernen als Selbstständiger. Man muss halt selber die Zeit einteilen. Dann muss man halt sagen, was ist halt wichtig, was bringt die Firma vielleicht voran, was bringt mich persönlich voran, was gibt mir Kohle, was kostet mich Geld. So, und dann muss man das halt klar strukturieren und einen Plan machen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man muss da strukturiert ran und das halt auch diszipliniert halt durchziehen. Das ist halt wirklich so ein Ding. Man unterschätzt das gerne, weil klar, als Selbstständiger, wenn du, weiß ich nicht, 3, 4, 5 geile Monate hast, denkst du so, puh, alles easy. So, und danach, wenn du da nicht dran bleibst, dann ist danach direkt so, dann geht's direkt wieder runter. Ne? Und das ist so ein Ding, das unterschätzen halt viele. Viele sehen ja immer nur den Erfolg, den Eisberg machen ja viele jetzt, ne, so einen Eisberg machen und sagen, das ist der Erfolg und das ist immer toll und schön. Und ja, was dahinter dran steckt eigentlich, so, das ist ja das, was da drunter ist und das ist einfach wirklich immens viel. Ich will das gar nicht jetzt schlecht reden, ich liebe meinen Job. Also aber es gibt ja nicht umsonst dieses Bild. Habe ich übrigens bei mir unten im Wohnzimmer hängen, mit diesem Eisberg, wo du die Spitze hast und da drunter kommt ja dieses harte Nächte, Fehler machen, bla bla bla. Ja. Aber klar, für die Leute, die jetzt nochmal so ein bisschen von der Thematik an sich, vom Fachlichen mehr wissen wollen, so wenn du jetzt auf deine IHK-Prüfung eingehst, ja, was durchläuft man denn da so? Was muss man da dann, was lernt man, welche Module, welche Oberthemen kannst du da so mal grob nennen? Also es ist sehr, sehr allgemein gehalten, sage ich jetzt mal. Ach, tatsächlich, okay. Ja, also Vertragsrecht, Versicherungsrecht, BGB, also so ganz tolle Sachen, wo ich eigentlich sage so, okay, habe ich jetzt auch, würde ich jetzt sagen, gar nicht mehr so viel mit zu tun. Unterm Strich ist es aber trotzdem so. Also das sind so Sachen, die hat man einfach irgendwann so automatisch jetzt drin, weil die gehören zum Alltag. Wenn ich da mit, weiß ich nicht, einem 20-Jährigen drüber rede, sagt er, ja, was willst du von mir? Das ist vollkommen normal. Also das ist halt auch für mich damals eine Sache gewesen, keinen Plan von gehabt. Du hast halt, also wie gesagt, die rechtlichen Themen hast du als einen Block, die werden auch teilweise nochmal getrennt. Dann hast du so ein, Lebensversicherung als obersten Baustein, wo dann alles drunter geknüppelt wird, was es irgendwie als Lebensversicherung quasi gilt. Dann hast du Sachversicherungen, die so ganz allgemein gehalten werden. Dann wird dann Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht, dann gibt es da so alles, Rechtsschutz ist dann alles so da drunter. So als Spezial-Einzelthema, aber auch alles sehr allgemein gehalten. Und dann, das war es eigentlich so. Dann sitzt du, also die Ausbildung ist bei einer Firma ist meistens so, dass du ja, oder kommt immer darauf an, wie du es machst, aber viele ist es halt so, entweder hast du Blockunterricht, das heißt, du bist halt ein halbes Jahr, ich weiß es gar nicht, ein paar Jahre her. Ja. Auf jeden Fall, du bist im Block, bist du immer in der Berufsschule, lernst das halt, was du zu lernen hast, um deine Noten auch zu kriegen, um dein Zeugnis auch zu kriegen. Und dann hast du auf der anderen Seite einen praktischen Block. So, und dann gibt es halt die Alternative, dass man das halt so teilt. Dann ist man halt vormittags in der Schule meistens und nachmittags im Konzern. Ist Geschmackssache, was einem besser fällt. Wir hatten das in einem Blog, ich fand das super. Dann konnte man sich da ein bisschen besser drauf vorbereiten. Man musste nicht verschieben, man musste nicht irgendwie gucken wegen Klausuren, dass man halt dann die Arbeit vielleicht schleifen lässt oder so. Man konnte sich auf eine Sache konzentrieren. Das war schon ganz gut so. Ja, sehr nice. Dann kommen wir von der Ausbildung wieder so zurück zu der Selbstständigkeit. Darum geht es ja heute hauptsächlich. Daher, wenn da Leute natürlich Interesse haben, auch in der Richtung gehen zu wollen, dann gerne die Frage gestellt, bei jedem Selbstständigen, nimm es mal so mit auf den Alltag bei dir, um dann mal so ein bisschen die Aufgaben, wie siehst du dann, wir hatten ja gerade Thema Struktur. Ja. Wie sieht das dann so aus? Wie fängst du an meistens? Also und bei welchen Aufgaben kommen dann so? Jetzt kommt, ich bin Chaot. Nein. Also das wäre jetzt so geil. Wir reden gerade über Strukturen. Vollkommen unstrukturiert, ich mache einfach gar nichts. Ich mache einfach gar nichts. Ich habe 5 Dudes, die machen für mich alles, ja genau. Nein. Ich bin da richtig hardcore kopflastig. Also bei mir ist es so, ich habe meistens freitags mache ich den Plan für die nächste Woche schon, dass ich gucke, wie lege ich die Termine, dass ich halt gucke, also einen Tag die Woche ist meistens Bürotag, wo ich halt mehr oder weniger wirklich nur im Büro bleibe, um Bürosachen zu machen. Und dann ist halt der Rest einfach gucken, dass Termine, also 1, 2 Termine am Tag, sollte sein, sagen wir es mal so.
ja, die werden dann einfach gelegt. Also das ist halt, freitags werden die gelegt und montags ist es halt so, bin Familienpapa, wie gesagt, ich bringe morgens die Kleine immer zur Kita, fahre dann ins Büro. Ist bei uns alles relativ nah zum Glück. Und dann geht's halt los. Also meistens bin ich spätestens, also aller spätestens bin ich um 9 im Büro, meistens eher so 8. Und dann werden da schon meistens die Telefonate gemacht, die nachmittags halt nicht funktionieren, weil dann alle anrufen. So auch die Leute, die halt dann nicht mehr arbeiten, mache ich dann meistens vormittags. Ja, und dann werden Sachen vorbereitet. Also ist halt das Thema, was steht halt an. Heute zum Beispiel, ne, stand halt an, heute Morgen noch ein Call zur Weiterbildung zum Thema Geldanlage. Also davon habe ich so 2, 3 Stück die Woche, weil Stillstand ist der Tod. Das funktioniert sonst nicht, weil das klappt sonst. Also gerade unsere Branche hat die letzten 10 Jahren, wenn ich mir überlege, also überleg dir mal vor 10 Jahren, wie ein Versicherungsvertreter aussah. Der sah aus, meistens etwas älter, meistens eine Krawatte und einen Anzug und hat meistens so ein Köfferchen mit und hatte noch so einen Block und so Papiersachen, Anträge mit und so einen und hier so die Flyerchen. Am besten noch. Ja, genau. Ne? Und Prospekte. Ganz viele Hochglanzprospekte. Prospekte, ja, Mann. So, und das Thema ist ja vorbei. Ne? Also du arbeitest mit dem iPad, du hast halt im Handy viel, du verschickst per E-Mail, machst per Zoom eine Beratung. Das sind ja Sachen, das war ja vor 10 Jahren undenkbar. Ne? Ich sitze jetzt hier auch nicht, also ich laufe nicht mehr im Anzug rum. Das macht ja gar keinen Sinn. Du musst halt wirklich gucken, und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du so strukturierst, dass es für dich halt passt. Also für mich ist eigentlich immer der Plan, gehen Grüße an meine Frau raus, dass ich das auch so machen darf. Also ich habe abends kein Limit. Ich muss ja teilweise auch ein bisschen länger arbeiten, das ist auch gut so. Ich liebe meinen Job nämlich auch. Ich liebe auch meine Frau, meine Familie. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Da ist es halt einfach so, klar, wann haben die Leute normalerweise Zeit? Nach der Arbeit. So, nach der Arbeit ist abends, also ist es meistens auch ein etwas längerer Tag. So, dafür kann ich mir mittags halt eine Pause machen und mal kurz nach Hause fahren oder die Kleine abholen oder wie gestern beim Kinderarzt mal eben sein. Das sind dann alles so Freiheiten wieder zum Thema Vorteil der Selbstständigkeit. Struktur oder strukturell ist es so, meistens habe ich vormittags entweder einen kleinen Block, dass ich sage, ich kümmere mich um die Sachen, die aufgelaufen sind, die ich noch regeln muss, wo ich halt abends meistens keinen erreiche für. Dann ist das Thema Weiterbildung immer meistens ein Block, der morgens dran ist, oder halt ein Kundentermin oder halt sowas wie heute. Und genau, gestern habe ich ja, glaube ich, noch oder vorgestern bei Insta gesehen, ja klar, Content vorher planen und so. Ja, gestern, dann auch noch sehr lange, sehr lange, ja. Ja, deswegen. Also klar, ich meine, darauf kommen wir dann gehen wir in Teil 2 ein, deswegen Teil 2 auf jeden Fall dabei sein, weil da gehen wir dann mal auf Thema Kundengewinnung auch, ne, wie macht man das? Und ja, dann sind nämlich zum Beispiel, vor 10 Jahren wäre das dann vielleicht nicht so der Fall gewesen, dass über Social Media und so laufen kann. Und jetzt sollte es natürlich idealerweise, ich weiß nicht, wirst du ja besser wissen, ob bei den einen oder anderen Finanzberater, ich sag mal Finanzberater, Versicherungsmakler, aber auf jeden Fall aus der Branche. Weißt du, hat 2 Finanzberater hier, alle Finanzberater. Nein, aber ob das auch bei den einen oder anderen einfach schon perfekt auch offline, sag ich mal, durch Netzwerk läuft oder also ich meine, du bist ja jetzt auch seit 10 Jahren dann dabei, also normalerweise könnte man ja vielleicht auch jetzt meinen, dass durch die ganzen Jahre schon sich so alles etabliert hat, dass das, wie ich mal so schön sage, ein Selbstläufer ist. Aber weißt du was, da gehen wir in Teil 2 drauf ein. Okay. Weil, aber wir gut. Ja, also wir wollen ja klar. nicht durcheinander bringen, aber eine Sache, die du gerade eben gesagt hast nochmal, Finanzberater, das ist kein geschützter Begriff. Ja. Also Versicherungsmakler... Auch Finanzplaner, ne? Ist ja auch so, nicht, nein. Das ist auch nur so ein... Genau, es gibt ja immer, also wenn du dir diese ganzen... als das mit Kryptos und so losging, haben sich ja viele Finanzplaner oder keine Finanzberatung oder so immer drunter geschrieben, so ganz fett im Video hier so, keine Finanzberatung. Und dann dachte ich mir immer so, warum? Ja, weil, auch wenn die sich nennen, Coach, Dude, der Versicherungsmeister, der Krypto-Gott, es ist halt keine Berufsbezeichnung dafür. Du darfst dich halt so nennen, wie du Lust hast. Hast du eben selber gesagt, bei dir in dem Bereich ist es ja ähnlich. Du hast halt wirklich da das Ding, es gibt einen Versicherungsmakler, es gibt einen Versicherungsvertreter, es gibt einen Mehrfachvertreter und das war's. So, mehr gibt's nicht. Dann gibt's noch einen Finanzberater, Finanzberater ist das falsche Wort. Jetzt hab ich auch angefangen. Ja! Nein, Finanzanlagevermittler wollte ich sagen. Verdammte Angst. Ja, nein, aber das ist halt die Sache. Und das hat auch rechtlichen Unterschied. Also es hat wirklich auch von der Rechtsstellung her halt Unterschied. Wenn du Versicherungsvertreter bist, dann bist du
in Vertretung für deine eine Gesellschaft, für die du halt vertrittst, halt tätig. So, gelbes, grünes, rotes Logo suchst du dir aus, aber dann bist du halt für diese eine Gesellschaft tätig. Mehrfachvertreter, dann hast du halt eine Anbindung zu 2, 3, 4 Gesellschaften, darfst das gleich als rechtliche Stellung wie bei dem, der das nur für eine Firma macht, halt für mehrere. Wobei da immer das Thema ist, wer hat das größte Interesse an der Sache. Da gibt es dann auch manchmal so ein bisschen Probleme. Und dann gibt es halt den Versicherungsmakler, der ist so ein bisschen anders gestellt. Warum? Weil als ein- oder mehr Firmenvertreter hast du halt das Thema, die Firma beauftragt dich, die Produkte an den Mann zu bringen, sage ich jetzt mal so ganz hart. Und als Versicherungsmakler ist es so, du beauftragst mich, dass ich das mache, wie du es halt haben möchtest. So, das heißt, du beauftragst mich und ich gehe an die Gesellschaften ran. Also das ist ein Unterschied von der Stellung her und hat auch was mit der Haftung zu tun. Also wenn ich Quatsch mache, hafte ich dafür oder meine Firma komplett, ja, weil wir bei den Vertragsverhältnissen ein direktes Vertragsverhältnis haben. Anders ist es halt bei einem Vertrag mit der Gesellschaft XY, da ist halt das Thema, ja, der Vermittler hat das zwar vermittelt, ja, aber ist nicht zwingend haftbar dafür zu machen. Es hat dann halt ganz groben Unfug gemacht. Ja. Aber ansonsten erstmal raus. Ja, werden die fein raus. Leg dich mit einem großen Konzern an oder nimm ein kleines Unternehmen. Also ist halt die Frage, was machst du? So im schlimmsten Fall. Ja. Ja, gut, dass du dann immer auseinandergedröselt hast. Und die selber guter reingeritten hast Klasse. mit dem Finanzberater. Nein, aber ja, ich hatte. Das ist so genial. Weißt du, ich sag da dreimal und vorher habe ich auch schon ein paar Mal das Wort erwähnt und jetzt hat er das übernommen, jawohl. Ja, Thema so jetzt deine Dienstleistung, also ganz banal gefragt, ja, was kostet deine Dienstleistung, wenn man dich in Anspruch nimmt? Die meisten machen ja vielleicht auch die erste Stunde natürlich zum Kennenlernen irgendwie kostenlos oder so, keine Ahnung. Erzähle mal so ein bisschen und letztendlich, was können die Kunden so dann von dir erwarten? Welche Erwartungen hast du an dich selbst? Eine ganz klassische, typische Antwort. Es kommt drauf an. Ja! Gut, nächste Frage. Offen gestellt, offen geantwortet. Ja, aber du könntest sogar die nächste auch schon direkt verbinden, dann einfach sozusagen, wer deine Kunden auch so sind. Also generell durchwachsen, altersmäßig. Ja, also, okay. Kannst du dann so. Ja. Mach erst früh. Mach nicht zu viel. Sonst verhafst du mich wieder, das wollen wir nicht. Nein, also du hast das Thema, muss ich mal ganz kurz überlegen, Kosten. Also Kosten ist es so, erstmal kostet ein Beratungsgespräch mit mir nichts. Warum? Weil, so wie ich gerade eben gesagt habe, du beauftragst mich, ich verhackstück das mit den Versicherungsgesellschaften. Wenn der Vertrag zustande kommt, dann hast du den Vertrag mit der Gesellschaft und ich bekomme von denen eine Vergütung. So, das ist halt so der Gang der Dinge. Ja. So, anders ist es halt, und das ist halt auch die Frage, wie man das jetzt redet. Ich habe am Anfang gesagt, wir bauen dein Versicherungsschiff, wenn du nichts hast, ja. Aber die meisten haben ja irgendwie einen dicken Versicherungsordner oder irgendwelche Unterlagen oder halt gar keinen Plan von ihren Sachen, die haben. Dann ist es halt so, dann machen wir halt einen Check-up im Hafen, machen wir halt einen Check-up von dem Schiff. So, also das Thema bleibt ja. Aber da ist halt auch da, klar, ich bekomme dann quasi meinen Lohn dafür, wenn du sagst, ja, weißt du was, Thomas, wir wollen zusammenarbeiten. So, dann machen wir einen Maklervertrag, dann machen wir ein Vertragsverhältnis und dann läuft das quasi auch schon so. Es kommt aber darauf an, was für einen bestimmten Bereich du haben möchtest und es kommt vielleicht auch darauf an, wie sich die Branche in den nächsten Jahren so ein bisschen entwickelt, weil das Thema ist halt, also anders, es kommt darauf an, was für eine Dienstleistung du dir wünschst. So, als Versicherungsmakler ist es theoretisch genauso wie als Vertreter. Meine Aufgabe ist es, das zu vermitteln. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, ist meine freie Dienstleistung. Ich bin Dienstleister durch und durch, aber es muss halt dann am Ende auch irgendwo vergütet werden. Das ist erstmal nirgendwo mit eingepreist. Das heißt, wahrscheinlich langfristig gesehen wird es so sein, dass es ein Modell gibt, dass es dann halt, weiß ich nicht, nagel mich nicht drauf fest, irgendeinen Beitrag X im Monat oder im Jahr gibt, den du zu zahlen hast, sondern dafür kriegst du dann halt das, was ich jetzt schon eigentlich mache, kriegst du dann halt für den Beitrags X. Ja. Weil das halt vom Aufwand her sonst nicht passt. Also ich kann halt schlecht eine Schadenbegleitung mitmachen, wo ich mit einem Risikoprüfer rede oder mit einem Schadenregulierer rede, die Bilder mitmache, den Schadenbericht schreibe und. Das kann ich eigentlich nicht hingehen und sagen, ich mache das umsonst. Das funktioniert nicht. Nee, also das macht auch ein Handwerker macht der nicht umsonst, dass er, sag ich mal, einen Kostenvoranschlag, die nehmen dafür heutzutage ja auch schon Geld. Also du musst ja auch davon leben letztendlich. Genau. Und von daher braucht man sich dafür auch in dem Sinne nicht irgendwie rechtfertigen. Oder nein, aber das ist vom Verständnis her, weil das Thema,
ist ja so ein ganz schwieriges Thema. Ja. Unsere Branche ist da ja, ich weiß, beliebt Branche für Provision ist, allgemein. So, ne? Ja, allein schon das Wort Provision und nein. Deswegen ist es bei uns ja auch eine Cottage. Ne? Also wir haben das Wort ja schon umbenannt. Ne? Ja. Nein, aber also es kommt nicht verschlucken. Ah, geil. Es kommt wirklich darauf an. Also du hast halt wirklich das Thema bei den normalen Sachen, Hausrathaftpflicht, bei allen normalen Sachverträgen, alles, was es so irgendwie gibt, beim Otto-Normalkunden, sage ich jetzt mal so ganz hart, da ist wirklich das Thema, läuft das alles über die Gesellschaft. Es gibt Sonderwege, wo wir halt sagen, da macht es kostenmäßig für dich als Kunde einfach Sinn, die Kosten extern auszulagern und es separat zu bezahlen. Dann wird das aber vorher genannt, dann gibt es dafür eine Honorarvereinbarung und dann ist das Thema auch durch. Ja. Aber gut, dass du das auch sagst, weil ich habe ja jetzt auch schon dann ein paar kennengelernt oder zumindest von einem hier, der Jan, Grüße gehen raus, dass er mir dann halt auch im Interview erzählt hatte, dass in dem Bereich aber auch Leute gibt, die dann generell nur auf Honorarbasis zum Beispiel arbeiten, die dann direkt sagen, für jeden Termin, weiß ich nicht, und auch wirklich ein paar Hunderte dafür nehmen. Genau. Schränkt die Zielgruppe Wo ein. ich natürlich, ja genau, klar, ne, wo ich aber trotzdem jetzt als Laie sagen würde, so für den Autonormalverbraucher da draußen, so. Ja, aber das Also am Anfang so, ne? Voll, das ist ja das Thema, man muss ja gucken, ist ja beim Anwalt auch so. Also so hart das klingt, oder beim Notar. Ja klar, also da gibt's 200 Euro oder 1000 Euro. Genau, Stunde, ne? da gibt es aber das Thema, da gibt es auch wieder die Leitplanke, Gebührenordnung, ne? Also da gibt es ja bestimmte Spielregeln, auch so beim Zahnarzt so, da gibt es bestimmte Sachen, die halt einfach geregelt sind, fest irgendwo. Und das sind auch Sachen, die sind wichtig, aber das ist halt bei uns erstmal so nicht geregelt. Es gibt Richtlinien, es ist gedeckelt, ist es irgendwo, weil da gab es ja mal eine Zeit lang, die ein bisschen schwierig war, sagen wir mal, für uns, beziehungsweise wohl für die anderen älteren Kollegen vielleicht auch sehr lukrativ waren. Also das ist schon geregelt, aber ich sag mal, bei so einer Honorarberatung, da kannst du halt nehmen, was du lustig bist. Und ich glaube, wenn so ein Provisionsverbot kommt, da habe ich heute auch noch eine Statistik drüber gelesen, witzigerweise, 50% würden das begrüßen, aber nur 33% würden das auch zahlen. Das heißt, die anderen 20 würden das einfach selber machen. So, und es ist ja eine Sache, man kann vieles selber machen, das will ich gar nicht abschreiten. Es ist halt nur ein Thema, wie weit will man sich damit beschäftigen. Also ich kenne viele Leute, die beschäftigen sich damit, wie das neue Auto aussehen soll, Wochen, Monate, Jahre lang und kaufen sich dann das Auto, was sie immer haben wollten, weil sie es gefahren sind, weil sie es 3-mal gefahren sind, 4-mal gefahren sind, weil sie sich im Internet alles Mögliche angeguckt haben, Videos und weiß ich nicht. Und bei Versicherung so, ach, geh mir weg, Hauptsache unterschrieben weg. Ich will es nicht mehr haben. Einmal abgeschlossen und das ist so. Ja. Läuft, hau ab. Ja. So, das ist ja nicht Sinn der Sache, weil auch das ja ein Prozess ist normalerweise, so sein sollte, der mitwächst. Deswegen Hafen soll es immer wieder zurückkommen. Also das ist wirklich nicht nur so dahingesagt und auch nicht nur so ein Firmenname, sondern das ist gelebte Realität. Die Leute sollen, wenn sie Fragen haben, immer bei mir fragen. Also es gibt auch keine doofen Fragen, es ist halt wichtig. Aber gut, dass du nochmal sagst, dass das ja auch ein stetiger Prozess ist, weil das war ja jetzt nicht im Interview, aber im Vorgespräch, sondern kann man ja einfach so sagen, aber ist ja auch normal. Zum Beispiel vor 3 Jahren hast du ja gesagt, hättest du jetzt eventuell, je nachdem, in den einen oder anderen Bereich halt was anderes empfohlen, als natürlich jetzt, weil man natürlich immer guckt, aber generell, wegen, ne, so. Ja. Aber so, ist ja auch gut. So, aber dann ist ja gut, dass du die Message nochmal auch sagen willst, dass auch bei diesen Sachen, die halt nicht greifbar sind und nicht schmecken und riechen kann, aber dass man am besten halt nicht nur sagt, ja, ich setz mal was auf, scheiß drauf, sondern dass halt ja auch gut ist, dass du ja dann in dem Fall versuchst, die Leute in den Hafen zu holen, also abzuholen und auch denen zu erklären, ja, pass auf, wir machen jetzt zum Beispiel da und da das und das, weil so und so. Genau. Und nicht auf alle scheißen. Ja, nein, das sowieso, also einmal abgeschlossen abhauen, ne? Also es war früher mal so eine Mentalität. Ja, ich ne? meine, ganz ehrlich, vor 10 Jahren habe ich aber auch vor 10 Jahren da. Ne? Sitzt du dabei, aber das ist auch wieder ein anderes Verhältnis. Nein, aber sitzt du dann da bei Sparkasse da? Zum Beispiel. Es gibt auch andere Banken. Ja, genau, viele andere Banken. Genau, nicht, dass man mich hier festnagelt. Aber nein, aber ist ja, mein Gott, so ist ja jetzt nichts Schlimmes. Aber dann sitzt man da so als junger Kerl und dann, ja, soll man mal das und das machen, ne? Man lässt das über sich ergehen. Dann war die zweite Frage noch irgendwie so, ja, wie risikobereit bist du denn von der Skala von 1 bis 10? Dann habe ich gesagt 10. So, wollte ich auch so haben. Ja. Ab geht's. Ja gut, dann machen wir das. Ich glaube, damals war Technologie nur Technologie, sonst nichts. Technologie, Fonds, zack, Geld reinbuttern und fertig. Und das hatte ich damals auch den Jan gesagt. Mir wurde tatsächlich zum Beispiel nicht so eine
Kleinigkeit gesagt. Aber ey, ich war Azubi, da mit 30, 40 Euro angefangen, war für mich dann schon viel Geld mit Wohnung und so. Und worauf ich hinaus will, das habe ich dann erst durch Jan erfahren, dass dieses jährliche, diese 3%, die dann automatisch aufgestockt werden im Vertrag. Die Dynamik. Ja, die Dynamik. Und wurde halt gar nicht erwähnt. Und dann habe ich halt einfach nur jährlich gemerkt, ist hä? Das kann man auch widersprechen und so, aber... Ja, bei dem Betrag ist halt jetzt auch Peanuts so, aber ich dachte dann einfach so jedes Jahr so, warum wieder 2 Euro mehr, wieder 3 Euro mehr? Was ist das so, dachte ich mir einfach so. Weil ich dachte mir, ich zahle nämlich für irgendeinen Mann dahinter oder so. Okay. So, dafür ist halt der, glaube ich, wegen Inflationsausgleich und so. Korrekt. Dafür, also ursprünglich mal. Wir hatten ja mal eine Inflation bei 2%, also die jetzt erst gemerkt haben. Weil ich als Laie dachte ich mir, die wollen mich abzocken. Ja, voll. Was machen die da? Das ist ja dieses typische, jetzt nicht falsch verstehen, aber dieses typische Halbwissen. Ja, sicher. Dass man halt immer sagt so, dafür gehe ich ja dahin. Der bescheißt mich, der will nur Provision, also der will nur Geld verdienen, der versteht mich gar nicht, sondern es geht ja wirklich am Ende darum, also sollte es zumindest, dass du das, was du willst, auch machst, dass ich dabei Geld verdiene. Sorry, also Luft und Liebe kann ich nicht mit leben, kriege ich auch keine Familie mit ernährt. Ja. Aber es muss halt alles in einem sauberen Verhältnis sein. Also du sollst am Ende was vom Kuchen haben, die Gesellschaft oder der Anbieter soll davon was haben und ich soll was davon haben. Und wir alle drei sollen die Hände klatschen können und sagen, das ist super, dann ist doch alles in Ordnung. Aber es soll halt nicht so sein, dass das in eine Gewichtung, also bei dir wäre das auch noch vollkommen in Ordnung, wenn es in deine Gewichtung gehen würde, sage ich jetzt mal für mich zumindest. Aber für die Gesellschaft, die haben ein ganz, ganz großes Problem, wenn das in meine Richtung mehr ist als bei denen und andersrum, wenn ist mehr bei mir als bei denen. Also das ist halt so wirklich so ein Thema, so lieber behalten, ne? Haben, kommt und behalten, ist ein super Wort. Ich finde das halt schwierig. Also das ist halt wirklich so ein Thema und da ist auch, was du eben gesagt hast mit Zielgruppe, das verändert sich auch laufend. Also ich habe halt damals einen Kundenbestand übernommen. Da waren halt Kunden dabei, Durchschnittsalter 63. Mit 23 Jahren, cool. Weil man dann als 23-Jähriger, damals noch mit Schlips, Krawatte, Anzug, Lackschüchen, dann so einem, sind ja nicht alle 63, logischerweise nicht, aber dann halt, lass es auch ein 50-Jährigen sein. Gehst du einem 50-Jährigen hin und sagst ihm, hey cool, lass uns mal über Versicherung reden. Wir haben nur das Neueste. Der guckt mich immer an und sagt dann, verpiss dich. Ja. So, und auch zum Teil zu Recht. Warum? Weil ich schon der 5. Ansprechpartner war, der in 3 Jahren da war. So, dass das halt jetzt nicht so cool rüberkommt, okay. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Viele haben es mir am Ende, wenn sie mich dann doch mal irgendwann reingelassen, weil ich bin dann halt ein paar Jahre auf den Keks gegangen, habe gesagt so, hey, wir müssen doch mal, sollten doch mal. Die sind heute noch Kunde. Also das ist halt auch so. Ne? Aber das ist halt so ein Prozess. So, Zielgruppe, also ist halt die Frage, was willst du, oder was willst du jetzt wissen, sage ich jetzt mal. Es gibt eine Kundengruppe, wenn ich mir die backen könnte, dann würde ich halt sagen, klar, das sind auch viele meiner Kunden, junge Familien. Warum? Weil ich selber das bin, weil ich die Problematik dahinter verstehe. Es gibt ganz, ganz viele Fallstricke. Es sind so Kleinigkeiten, die halt total wichtig aber sind. So, und da weiß ich halt, warum, weil ich das selber halt erlebt habe. Klar, das ist die Identifikation, ne? Korrekt. So, das Gleiche gilt auch für junge Unternehmer. Da kann ich mich auch reinversetzen, weil ich den Prozess jetzt zweimal schon hatte, sage ich jetzt mal. Da kannst du halt bestimmte Sachen halt einfach mehr nachvollziehen und das merkt man halt im Gespräch, wenn du mir sagst, was für Probleme du hast als junger Unternehmer, sag ich dir, ja klar, kenne ich, hatte ich vor 8 Jahren auch. Richtig, ja, so, schon hast du eine Beziehungsebene, ja. Auch, aber darum geht es noch nicht mal, sondern es geht ja erstmal darum zu sagen, so, ich kann dein Problem oder ich kann das, was du als Problem siehst, vielleicht sogar lösen. So, ich kann dir dabei helfen. Ist vielleicht gar nicht meine Aufgabe, aber ich kann dir einen Tipp geben, warum das dann so ist. So, dann ist das Thema so, okay, cool, der hat einen Plan von dem, was er macht. Ja. So, und das ist halt so eine Sache, das ist mir halt ganz, ganz wichtig. Und deswegen verschiebt sich das so ein bisschen. Ich habe vorher gesagt, so klar, Privatkunden, so ganz klassisch gesagt, so alle Privatkunden, die mir im Weg laufen, die nehme ich, mache ich auch nicht mehr. Also es ist für mich wirklich das Thema, dass ich sage, meine Zielgruppe sind Kunden, die ganzheitlich beraten werden wollen, die auch alles bei einem Berater haben möchten. Die kommen dann zu mir und dann werden die auch von mir ganzheitlich beraten. Wenn die das nicht wollen, dann können die auch wieder gehen. Also ich bin da... Ja, finde ich gut. Ja, aber eine Linie. Ja, aber es hat was mit der Haftung auch zu tun für die Firma, weil wenn du den Rest woanders hast und da ist halt irgendwo Käse drin und ich habe mir das nicht angeguckt, dann hafte ich dafür. So, da habe ich keinen Bock drauf. Also auch das hat auch so ein bisschen Selbstschutz, aber zum anderen ist es halt auch das Thema,
ich finde es halt cooler, ich sag jetzt mal, einen kleinen Kundenpool haben. Ich habe 1500 Kunden mal betreut, wovon ich, weiß ich nicht, 600 Kunden definitiv noch nicht mal, also die kenne ich vom Namen vielleicht her, aber die habe ich nie kennengelernt. Das will ich halt gar nicht mehr. Ich will halt, aber ich würde gerne, sagen wir mal so, 300 Kunden, die könnte ich noch selbst verwaltend alleine gut beschäftigen oder gut verwalten und betreuen. Da ist halt das Thema, das ist so eine schöne Zahl. 300 Kunden, die dann so allumfassend alles bei einem haben, alles easy, alles d'accord. Aber zu sagen, ich mache jetzt hier so eine gesprenkelte Auswahl, ne? Du willst, dass das Auto bei mir versichert haben, so ganz klischeemäßig, mach mal ein Angebot für ein Auto. So, aber Hausrat, Haftpflicht, alles andere will ich mit dir gar nicht drüber reden. Dann sage ich ja, sorry, dann geh bitte in die Agentur da hinten und mach das da, nicht bei mir. Weil das funktioniert nicht. Ja. Weil es immer am Ende zu Reibereien kommt, weil dann auch meistens das Thema ist, ich will billig. So, das bringt halt nichts. Kann ich machen, dokumentiere ich so. Wenn dann was passiert, sage ich dir, habe ich reingeschrieben. Das ist ja Schuld. Also, aber das ist halt nicht, also auch nicht mein Ansatz. Also es ist halt jüngere Leute, logischerweise, sag mal von 18 an, logisch, weil ich Kunden habe, die schon was älter sind, die haben Kinder, die 18 sind. Also ab 18 ist so, fängt das halt bei mir an, bis hoch, also klar, Familien sind Kinder jünger, ne? Aber wo die Beratung alleine passiert. 18 würde ich jetzt sagen, so bis 45 ist so die Gruppe, die halt, ich sag jetzt mal, mit mir arbeiten, größtenteils. Kommen wir nämlich dann schon zu der letzten Frage, passend noch zu den Kunden. Ja, ich meine, klar, kann man jetzt vielleicht nur so ein paar pauschale Dinge zu sagen, aber trotzdem, welche Fragen kommen denn so am meisten bei den Kunden auf? Was beschäftigt die Kunden vielleicht so oder was kommt so als erstes? So? Ja, also ich muss so schmunzeln, weil es ist so, es kommt halt immer drauf an. Meist, also das ist echt so, so eine richtig dumme Phrase, aber es ist halt wirklich individuell. Ja, aber wenn die Kunden schon was haben, ist es so, mach mir mal ein Angebot, ich will es günstiger haben. So ist so die erste Aussage. Da sage ich denen so, cool, kriege ich wahrscheinlich hin, ist aber nicht das, was ich haben will, sondern was willst du überhaupt haben? Was sind was möchtest du? Wenn du mir jetzt sagst so, weiß ich nicht, ich will in 3 Jahren Familie gründen und will das halt strukturell in die Richtung schieben, ja, dann ist das was ganz anderes, als wenn du sagst, ich bleibe für ewig Single, ja, dann ist das, also das ist eine ganz andere Ausrichtung schon vom Grunde auf her. Aber tatsächlich, deswegen frage ich selbst so eine vermeintlich blöde Frage, aber weil ich hätte jetzt auch wirklich mit der ersten Antwort nämlich gerechnet, dass wirklich viele so eine stumpfe Frage oder sowas Stumpfes erstmal haben wollen. Ja. Nach dem Motto, ja, was meinst du, warum ich hier mit dir sitze? Ich will erstmal einfach alles günstiger haben. Oder, und das ist das andere Thema, und das ist noch viel, viel schlimmer. Ja, mir ist das und das passiert. Können wir das noch rückdatieren? Wie können wir das rückdatieren? Ja, können wir das noch irgendwie, dass das versichert ist? Ja, nein. Also, jetzt verstehe ich erstmal, ja. Nee, das ist Versicherungsbetrug, verpiss dich. Sorry, also es funktioniert nicht. Nein, also ich hatte gestern einen Autounfall oder vor 2 Wochen. Können wir dann davor. Mir sind alle Zähne gestern rausgefallen. Kannst du eine Zahnzusatzversicherung machen, die alles übernimmt? Ja klar. Nein. Was ist los? Also. Ja, okay, das ist schon heftig. Das kriegst du häufig. Also das kriegst du wirklich. Echt häufig sogar? Voll. Also ich würde sagen, von den Neukundenanfragen sind das bestimmt 1/3. Die sagen so, mir ist das und das passiert, kannst du helfen? So, das Kind schon, also es kommt immer drauf. Ist das dann wirklich jetzt mal so ganz hart, weil ich rede ja hier mal oft, ist das teilweise einfach, wahrscheinlich wirklich auch teilweise Dummheit von Einzelnen, aber ist das auch einfach so diese Dreistigkeit, so nach dem Motto, die wollen vielleicht dich ins Boot holen, nach dem Motto, also die wissen vielleicht auch schon, dass das Betrug ist? Nein, das sehen die so gar nicht. Nein, die sehen das gar nicht als Betrug. Die sagen ja so, dann ist das dumm. Versicherung. Nein, die sagen, Versicherungen sind ja so reich, die können das ja bezahlen. So nach dem Motto. Und ich sage so, Moment mal, also wir haben Versicherung. Ich muss einmal ganz kurz eine ganz große Lanze brechen für unser Gewerbe, weil das wirklich verdammt wichtig ist. Ohne Versicherung wäre Deutschland jetzt nicht da, wo es wäre. Warum? Weil keiner ein Risiko eingehen würde. Keiner würde sich ein neues Auto kaufen, wenn man das nicht versichern könnte, weil keiner das Risiko tragen würde, wenn das halt in Flammen aufgeht, dass das halt irgendwer bezahlt. Also, oder keiner wird sich neue Autos kaufen. Das wäre so die Quintessenz. Ja, oder Jobs, die Gefährdungspotenzial haben, zum Beispiel wie bei mir, Pflegekraft, dass man sich mal irgendwie den Rücken verhunzt, dass man da auch eine BU dann... Voll, aber auch private Haftpflicht, was ich am Anfang... Also, das ist halt so elementar wichtig, so mit Abstand die wichtigste Versicherung. Wenn es die nicht gäbe, dann würden viele Leute viel weniger Risiken eingehen können, weil sie ja viel mehr Rückstellung bilden sollten, müssten. So, und das ist ja das Problem. Und das muss man halt mal so ein bisschen gucken. Leute, es ist alles, was Versicherungen machen, ist, so hart es klingt, erstmal ein Sparvertrag. Also, Versicherung geht halt hin und sagt, wir nehmen für Risiko
X, Prämie Y. So, warum? Weil bei 100 Fällen die Prämie halt 3-mal ausreicht und die natürlich davon auch Gewinne machen, sich das auch selber, die müssen halt die Leute bezahlen, die da angestellt sind, die müssen die Technik bezahlen, die müssen mich bezahlen, ne? Also, oder halt ein Internetportal, je nachdem, aber es muss, also die Kosten sind ja da. So, und dann ist halt das Thema, es muss auch was hängen bleiben, sonst macht man es ja nicht. Also keiner macht irgendwas wohltätig, seltenst, sagen wir es mal so. Und da ist halt das Thema, es muss halt irgendwo kalkulierbar sein. So, und das Thema ist halt eine Zahnzusatzversicherung, wenn das Thema halt wirklich schon brennt, also wirklich, also das Thema, er hat gesagt, ich brauche eine Krone. Ich war beim Arzt heute, der hat mir gesagt, ich brauche eine Krone. Kann ich das versichern? Sag ich, ja, es gibt Anbieter, die machen das sogar, die sind nur schweinemäßig teuer und dann ist man auch noch 2-3 Jahre dann gebunden. Das macht halt gar keinen Sinn eigentlich meist. Also anders. Meistens macht es keinen Sinn, es gibt Ausnahmen. Aber da ist halt dann das Ding, du hast halt dann einen relativ schlechten Versicherungsschutz für einen sehr, sehr hohen Preis. Ja. So, das ist für dein jetziges Problem vielleicht eine Lösung, eine kurzfristige Lösung, aber langfristig gesehen bringt das nichts. So, das heißt, man sollte sich mit den Sachen, so doof das klingt, so früh wie möglich auseinandersetzen. Mhm. Also eine Haftpflichtversicherung ist egal, die kostet immer das Gleiche. Mhm. Vom Alter her ist halt nur die Personengruppe, ist halt die Frage, Single, Paar, Familie, ne, dann ist muss man das ein bisschen sich angucken. Aber ich sag jetzt mal, wenn du das Thema Arbeitskraft anguckst, ist halt total wichtig, wie alt bist du? Weil es halt prämienentscheidend. Das gleiche gilt für deine Rente. Mhm. Willst du fürs Alter vorsorgen, ist es halt sehr clever, früh anzufangen, weil ich halt viel mehr Zeit habe. Genau. Ja, aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das gleiche gilt auch für so Zähne, für eine Rechtsschutzversicherung. Also wie häufig habe ich in letzter Zeit einen Anruf gekriegt, ich brauche eine Rechtsschutzversicherung, mein Arbeitgeber hat mich gekündigt. Mhm. Ja cool, ist nicht versichert. Kriegst du auch nicht rein. 3 Monate Wartezeit. Wenn man halt schon so ein Gefühl hat, dann sollte man sich vielleicht damit, ich will das ja gar nicht, also mir tun die Leute ja auch leid, ich will denen ja auch helfen irgendwo, ist es ja nicht. Aber es ist halt einfach ein Punkt, erstens, man kann nicht allen helfen, das geht einfach nicht. Mhm. Und zweitens ist es einfach, du musst halt schauen, dass es halt einfach sauber ist. Also zu sagen, so mein brennendes Haus, also es ist wirklich, also es ist ganz übertrieben, ganz hart übertrieben. Wenn dein Haus brennt, wen rufst du an? 112. Feuerwehr. Ja. Es gibt Leute, die rufen Versicherungsvertreter an und sagen, das kann ich doch versichern. so vom Bild her musst du dir das überlegen, wenn die Leute mich anrufen und sagen, ey, mein Arbeitgeber hat mich gerade gekündigt. Das ist so, als hätte gerade jemand mein Haus angesteckt und ich rufe einen Versicherer. Kann ich das eigentlich noch versichern? Nein. Es gibt Ausnahmen. Es gibt bestimmte Bereiche, wo man sowas machen kann. Ja. Aber auch das ist dann halt damit verbunden, dass die halt schweineteuer sind. Aber die kosten definitiv mehr. So ist halt die Frage, ob uns das wieder wert ist, das zu zahlen. Aber es ist halt das Thema, immer im Hinterkopf zu haben, wenn ich ein brennendes Haus habe, was muss ich dafür zahlen, dass das einer versichert? Ja, vermutlich das, was das Haus kostet, so nach dem Motto. Und es ist halt bei anderen Sachen ja nicht anders. Also, und das ist halt wirklich eine Sache, das ist halt schwierig. Da gibt es Leute, die wissen das nicht. Die sagen so, oh ja, krass, wusste ich nicht, 3 Monate Wartezeit. Dann gibt es Leute, die sagen, das ist eine Frechheit. Versicherungen sind alles Verbrecher. Die flippen mir wirklich komplett aus. Da muss ich mich immer innehalten, dass ich die Leute nicht beleidige, weil die ja in einer Notsituation zu mir hinkommen. Da kann ich ja nicht sagen, ja, du bist ein Penner oder du bist ja vollkommen abgedreht. Das machst du ja nicht. Aber es ist halt wirklich so ein Ding. Also es ist halt, also wir hatten das in letzter Zeit häufiger, deswegen ist das so eine Sache, mich bestürzt das teilweise. Es gibt Leute, die sehen das halt nicht, die sind das, also nicht negativ, dann gibt es Leute, die sehen es negativ und dann gibt es halt Leute, die machen das schon aktiv, so wie du es gesagt hast. Ja, nicht um dich persönlich in die Scheiße zu reiten, aber um einen zu haben, den man in die Scheiße reiten kann. So nach dem Motto, ja, ist ein Beratungsfehler. Das funktioniert meistens nicht, weil wenn der mir was nicht erzählt, dann hat er Pech gehabt. Ja. Aber es geht manchmal schon so in die Richtung. Ja, vor allem, ich denke mir dann auch so, wenn es dann hart auf hart käme, natürlich wird derjenige dann nicht sagen, ach nee, sorry, war mein Fehler, sondern nee, er hat doch hier für mich das abgeschlossen. Er war das doch. Verbraucherschutz. Hier sind sie auch da. Ich will die gar nicht verteufeln. Es ist auch gut, dass sie da sind, aber es gibt halt manche Bereiche oder manche. Also, soll ich dir mal eine Story erzählen, die so richtig krass war? Ja, aber die machen wir dann im zweiten Teil. Okay. Sonst schalten die Leute nicht mehr ein. Okay. Nee, ohne Witz. Okay. Nee, weil gut, dass ich generell die Frage dann jetzt mal noch gestellt habe. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da noch so eine Ausführlichkeit dahinter steckt. Doch. Deswegen, schließen wir jetzt Teil 1 ab. Ihr schaltet bitte dann in ein paar Tagen für Teil 2 ein. Und nicht wichtig, nicht vergessen, die Links zu Thomas in der Videobeschreibung abchecken. Die habt ihr entsprechend im Einspieler gesehen, den wir natürlich jetzt hier nicht sehen.
Ja, und ansonsten, ne, schönen Tag euch noch und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Ciao, ciao. Ciao.